Julia entdeckte ein verborgenes Zimmer. Sie hatte das alte Haus ihrer Großeltern geerbt. Seit Wochen räumte sie das Haus auf, aber heute fand sie etwas Ungewöhnliches. Es war ein kleines, verstecktes Zimmer hinter einer alten, dicken Wand. Julia konnte es kaum glauben. Sie hatte dieses Zimmer nie zuvor bemerkt. Wie ist das möglich, murmelte sie. Julia drückte die Wand, und plötzlich öffnete sich eine Tür. Was ist da drin? Fragte sie sich. Sie trat vorsichtig in das Zimmer und sah sich um. Der Raum war klein und staubig, aber es gab etwas Faszinierendes daran. Auf dem Tisch lag ein altes Buch. Julia nahm das Buch in die Hand und blätterte vorsichtig darin. Die Seiten waren vergilbt und die Schrift war fast nicht mehr lesbar. Doch sie konnte einige Worte erkennen. Es sieht aus wie ein Tagebuch, dachte sie. Sie setzte sich auf einen Stuhl und begann zu lesen. Ich habe das Geheimnis des Hauses entdeckt, las sie laut vor. Julia war neugierig und las weiter. Es gibt einen Schatz, versteckt im Garten, stand in einer der Notizen. Ein Schatz, dachte Julia überrascht. Sie konnte es kaum fassen. Haben meine Großeltern das wirklich gewusst, fragte sie sich. Julia legte das Buch beiseite und stand auf. Sie ging zum Fenster und sah nach draußen. Der Garten ist groß, dachte sie. Wo könnte der Schatz nur versteckt sein, fragte sie sich. Sie beschloss, sofort nach dem Schatz zu suchen. Julia ging hinaus in den Garten und begann zu graben. Es war ein sonniger Tag und der Boden war hart. Das wird nicht einfach, dachte sie. Sie grub weiter, Stunde für Stunde. Der Boden war tief und Julia war fast erschöpft. Vielleicht ist es doch nur ein alter Mythos, dachte sie, als sie eine Pause machte. Doch sie gab nicht auf. Ich kann nicht einfach aufhören, sagte sie sich. Nach einer weiteren Stunde stieß sie auf etwas Hartes. Julia grub vorsichtig weiter und entdeckte eine kleine Truhe. Das ist sie, rief sie aus. Sie zog die Truhe aus dem Boden und setzte sich daneben. Was wird sich darin befinden, fragte sie sich aufgeregt. Julia öffnete vorsichtig den Deckel der Truhe. Drinnen war eine alte Karte und einige goldene Münzen. Das muss der Schatz sein, dachte Julia. Die Karte zeigte einen anderen Teil des Gartens. Vielleicht gibt es noch mehr, sagte sie sich. Sie stand auf
und ging zu dem markierten Punkt auf der Karte. Es war ein weiterer Teil des Gartens, den sie noch nie beachtet hatte. Sie begann dort zu graben. Nach einer Weile stieß sie auf eine zweite Truhe. »Das ist unglaublich«, rief sie. Julia zog die Truhe heraus und öffnete sie. Drinnen waren noch mehr Münzen und ein kleines Schmuckstück. »Das ist ein echtes Abenteuer«, dachte Julia. Sie fühlte sich wie eine Entdeckerin. »Was soll ich jetzt damit tun?«, fragte sie sich. »Vielleicht sollte ich es dem Museum zeigen«, überlegte sie. Doch dann erinnerte sie sich an die Geschichte ihrer Großeltern. Sie wollten immer, dass ich das Haus behalte, dachte sie. Julia entschloss sich, den Schatz zu behalten. »Das ist ein Teil meiner Geschichte«, sagte sie sich. Sie ging ins Haus und legte die Schätze auf den Tisch. »Was bedeutet das für mich?«, fragte sie sich. In diesem Moment hörte sie ein Geräusch. Es war ihre Nachbarin, Frau Weber. »Julia, was machst du da?«, fragte sie neugierig. »Ich habe etwas entdeckt«, sagte Julia geheimnisvoll. »Etwas entdeckt, was meinst du?«, fragte Frau Weber. Julia überlegte kurz. »Ich habe etwas in meinem Garten gefunden«, sagte sie schließlich. Frau Weber sah sie erstaunt an. »Was hast du gefunden?«, fragte sie. Julia zeigte ihr die Karte und die Münzen. »Das ist unglaublich«, sagte Frau Weber. »Ich wusste nicht, dass es in diesem Garten etwas zu finden gibt«, fügte sie hinzu. Julia dachte nach. »Vielleicht gibt es noch mehr zu entdecken«, sagte sie. »Ich glaube, das Geheimnis des Hauses ist noch nicht ganz gelüftet«, fügte sie hinzu. Frau Weber nickte. »Vielleicht gibt es noch viele Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden«, sagte sie. Julia nickte nachdenklich. »Es ist wirklich ein Geheimnis, das diese Familie bewahren wollte«, dachte sie. »Ich muss mehr darüber herausfinden«, sagte Julia entschlossen. Sie fühlte sich mit der Geschichte ihrer Großeltern verbunden. »Vielleicht kann ich das alte Tagebuch weiter studieren«, dachte sie. »Ich werde nicht aufgeben, das Geheimnis zu lösen«, sagte sie sich. Mit den neuen Entdeckungen wusste Julia, dass sie einen besonderen Teil ihrer Geschichte gefunden hatte. »Ich werde das Geheimnis des alten Hauses entschlüsseln«, sagte sie fest. Und so begann ihre Reise, das alte Familiengeheimnis zu verstehen. »Es gibt noch so viel, was ich entdecken kann«, dachte sie. Julia war neugierig und aufgeregt zugleich.
Ich bin gespannt, was ich noch finden werde, sagte sie sich. Der Garten hatte noch viele Geheimnisse zu bieten. Julia fühlte sich, als ob sie eine Entdeckerin auf einer großen Expedition wäre. Ich werde dieses Geheimnis für meine Familie bewahren, dachte sie entschlossen. Ihre Großeltern wären stolz auf sie. Julia hatte das Gefühl, dass sie nun eine wichtige Aufgabe übernommen hatte. Ich werde das alte Haus und seine Geheimnisse in Ehren halten, sagte sie. Sie wusste, dass sie eine Geschichte weiterführte, die viele Jahre alt war. Und mit dieser Entschlossenheit ging sie auf neue Entdeckungsreise.